Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Ende des Fluges von Nobby Aircraft Company. Wir befinden uns im Landeanflug auf den Chicken Puff Pastry Airport. Wir dürfen Sie bitten, zu Ihrer eigenen Sicherheit noch sitzen zu bleiben. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt, bis wir die Parkposition erreicht haben. Denn erfahrungsgemäß fliegen die Piloten besser, als sie fahren. Captain Nobby, der Co-Pilot, der Autopilot R2D2 und die gesamte Crew dürfen uns von Ihnen verabschieden. Wir freuen uns, dass Sie bis zum Schluss geblieben sind und wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Nobbys Gourmetland. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute gibt es Hähnchenbrust im Blätterteig, aber nach einem ganz besonderen Rezept. Und deswegen ist die Vorbereitung wichtig. Wir schneiden zuerst mal Mozzarella-Kugeln in Scheiben. Dann stellen wir Kräuterpesto her. Dann nehmen wir einfach Olivenöl, geben die in einen Becher hinein, geben Salz, Pfeffer und auch Knoblauch hinzu und auch natürlich die Kräuter. Die Sonnenblumenkerne, die rösten wir vorher in der Pfanne mit Öl an. Die Sonnenblumenkerne, die werde ich natürlich absieben, damit das Öl abtropfen kann und gebe das natürlich dann auch in den Becher hinein. Als Kräuter nehme ich hier jetzt Basilikum, Petersilie und Rucola. Natürlich könnt ihr noch andere Kräuter verwenden, wenn ihr möchtet. Dann pürieren wir das Ganze mal so richtig lange durch, damit alles schön fein püriert wird. Danach geben wir dann die geschälten Knoblauchzehen hinzu, die wir kurz gehackt haben. Auch dann pürieren wir das Ganze wieder kurz durch, damit auch der Knoblauch schön fein püriert wird. Ja und ach ja, was wir nicht vergessen dürfen, das ist Parmesan, der Käse, der gehört natürlich auch dazu. Aber den rühren wir kurz unter. Also noch geht's weiter mit Vorbereitungen. Wir trennen ein Ei. Wir benötigen nämlich ein Eigelb. Das rühren wir kurz durch. Weiter nehmen wir dann die Hähnchenbrust und die trocknen wir gut ab. Ja, und ihr könnt euch jetzt ja an den Mozzarella von vorhin erinnern. Da schneiden wir jetzt in die Hähnchenbrust seitlich eine Tasche rein und wir legen dort den Mozzarella hinein. Den Mozzarella haben wir kurz vorher noch gut gesalzen. Ja, und dann geht es schon an den Blätterteig. Und den Blätterteig haben wir natürlich schon eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank herausgenommen, damit er die normale Temperatur annehmen kann. Somit lässt er sich natürlich auch besser ausrollen und dann können wir ihn schon mit Schinkenscheiben belegen. Und auf diese Schinkenscheiben setzen wir dann mittig die Hähnchenbrustfilets drauf. Natürlich die gefüllten Hähnchenbrustfilets.
Das ist der Zeitpunkt, wo jetzt wieder das Pesto ins Spiel kommt. Wir nehmen jetzt das Pesto und bestreichen damit die Hähnchenbrustfilets. Wie ihr schon bemerkt habt, wir salzen das Ganze jetzt nicht nochmal ein, weil das Salz vom Mozzarella-Käse und das Salz in dem Pesto, das reicht als Geschmack vollkommen aus. Gleich danach klappen wir dann die Schinkenscheiben um und anschließend den Blätterteig. Aber den Blätterteig, da schneiden wir die Ecken weg, weil wir die da nicht brauchen können. Aber diesen übrig gebliebenen Blätterteig, den schmeißen wir jetzt nicht weg, sondern wir benötigen ihn, um die Seiten zu stabilisieren. Und für diesen Zweck schneiden wir dann diese 4 Ecken, diese 4 übrig gebliebenen Blätterteigecken nochmal durch, damit wir die ganze Seite mit diesem übrig gebliebenen Blätterteig belegen können. So, dann der nächste Schritt ist, dass wir dann den kompletten Blätterteig ebenfalls umklappen. Damit dann eventueller Dampf austreten kann, stechen wir oben den Blätterteig noch ein. Ja, und dann haben wir ja noch das Eigelb und mit dem Eigelb bestreichen wir dann den Blätterteig. Und natürlich haben wir jetzt auch schon den Ofen vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze. Das Ganze bleibt dann im Ofen für 45 Minuten. Aber schaut drauf, ob er nicht zu braun wird, weil jeder Backofen reagiert ja anders. So, jetzt ist es aber soweit. Das Ganze ist jetzt durch und fertig und dann können wir uns ein gutes Stück abschneiden. Aber ihr müsst doch jetzt zugeben, das Rezept ist so richtig lecker, sieht lecker aus und ist natürlich mit den Zutaten richtig interessant. Das ist ein richtiges Gourmet-Essen. Okay, meine Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mal nachkochen würdet, beziehungsweise nachbacken. Also, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Also, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.